Die Berliner Currywurst mit Pommes, ein Muss, wenn du die beste Currywurst der Welt essen möchtest. Jetzt musst du nicht erst nach Berlin fahren. Nein, du kannst sie ganz einfach selber machen. Dank meiner Oma habe ich hier für dich das Rezept. Ja, meine Oma kommt aus Berlin und ich habe jetzt das Rezept in ihrem Büchlein wiederentdeckt. Ja, ich habe hier meine Zutaten und als erstes geht es ja los mit den Zwiebeln, dass ich die jetzt klein häckseln muss und dass die entsprechend dann angebraten werden im Speedy. Dafür habe ich jetzt hier Öl unten in den Topf rein. So, dann schalte ich den Speedy ein und gehe runter auf das Programm Anbraten, Stufe 5 und starte das. So, jetzt kannst du wunderbar sehen, wie die Zwiebeln da in den Topf drinnen brutzeln, braten. Also die sollen jetzt richtig schön glasig werden. Und ich habe jetzt entsprechend jetzt 2 Esslöffel Tomatenmark noch mit in den Topf jetzt dazugeben. Das Ganze verrühre ich jetzt gut mit den Zwiebeln und lasse das da drinnen wunderbar schön erstmal anbraten, sodass das richtig schöne Konsistenz gibt. So, siehst du, wo ich das wunderbar mit dem Tomatenmark jetzt da drinnen brutzelt. Ja, und jetzt ist das so weit, dass jetzt meine 800 Milliliter passierte Tomaten, also ich habe die etwas klein geschnitten noch, da jetzt in den Topf kommen, weil ich hatte nur die halben Tomaten und deswegen habe ich die etwas kleiner geschnitten. Aber das kommt jetzt in den Topf mit dazu. Das wird mit den Zwiebeln jetzt so weiter gekocht erstmal. Das Ganze verrühre ich jetzt mal. Ja, 4 Esslöffelchen Apfelweinessig, die hatte ich jetzt abgemessen und die sind jetzt mit dazugekommen. Ja, und als nächstes habe ich jetzt hier Honig. Und von den Honig, das gibt insgesamt jetzt 4 Esslöffelchen voll Honig, die jetzt dazukommen. So, jetzt habe ich hier Currypulver. Das soll insgesamt so etwa 2 Teelöffelchen voll Currypulver, die du da reinmachst dazu. Also ich habe das jetzt mal so abgeschätzt, das müsste so entsprechend auch hinkommen. Dann habe ich jetzt noch Paprika edelsüß. Kommen auch noch mal so 2 Teelöffelchen dazu. Jetzt noch etwas Salz. Da habe ich den Pfeffer gleich wieder mit drin. Ja, und hier habe ich jetzt noch Cayennepfeffer dazu getan. Das Ganze rühre ich jetzt mal durch gut. So, und jetzt habe ich noch ein paar Chiliflocken für die restliche Schärfe, die noch mit darunter kommen. Das Ganze noch mal gut durchrühren. So, den Deckel zu und so lasse ich das jetzt 25 bis 30 Minuten lang brutzeln. Und von der Temperatur, von der Stufe, gehe ich runter auf Stufe 3, damit es dann nachher nicht verbrennt. Ja, als nächstes geht es jetzt mit meinen Kartoffeln weiter, die ich jetzt für die Pommes zurecht schneide. Halt entsprechend jetzt schäle, dann schneide ich die so in einzelne Stifte, so dass ich also eine Pommesgröße dann nachher entsprechend habe. So versuche die relativ gleichmäßig zu machen, denn desto besser wird auch das Ergebnis. Ja, und dann habe ich mir auch mal was anderes diesmal überlegt. Habe ich die Kartoffeln jetzt hier in diese Glasschale reingetan und habe jetzt hier Wasser gekocht. Das gieße ich jetzt da drüber und lasse mir die Kartoffeln so mit dem Wasser nochmal für... So, die 5 Minuten sind rum. Ich habe mir jetzt hier ein Sieb beigeholt, dass ich die Kartoffeln jetzt hier aus diesem Wasser rausholen kann. Denn die müssen ja jetzt anschließend, müssen die Kartoffeln gut trocken gelegt werden, hätte ich beinahe gesagt. Ja, abgetrocknet werden, desto besser werden die dann nachher. So, jetzt habe ich das Zebrapapier nochmal aus und trockne da meine Pommes nochmal richtig gut ab. Also wie gesagt, das sollte kein Wasser, nichts mehr an den Pommes dran sein. Die sollten richtig gut trocken sein. Ja, und daneben liegen auch schon meine Würstchen, die ich dann nachher brauche. Ich musste leider improvisieren. Mein Mann hatte gestern Abend noch Hunger bekommen und hat mir meine Bratwürstchen weggegessen, die eigentlich normal original dazugehören. Deswegen eine kleine Abwechslung, also nicht die Original Bratwürstchen, ja, die man für die Berliner Currywurst hat. Deswegen eine kleine Improvisation mit gefrorenen Würstchen, aber es hat auch super geklappt. So, in der Zeit, wo jetzt die Kartoffeln jetzt noch trocknen, schalte ich meinen Airfryer schon mal ein, weil der wird jetzt vorgeheizt, 180 Grad. Und wenn ich es jetzt einschalte, springt automatisch auf 4 Minuten um und das Ganze jetzt eingeschaltet.
So, jetzt habe ich meine abgetrockneten Kartoffelspalt hier und jetzt habe ich noch einen Löffel Öl, den ich jetzt hier nehme. Und der Löffel Öl kommt jetzt nach oben drüber, so dass die Kartoffeln gut mit Öl benetzt sind. Ein Löffelchen, das langt voll und ganz, aber ich verteile das gut, weil es ist wichtig, dass auch wirklich jede Kartoffel etwas von dem Öl mit abkriegt. Hoppla, der wollte auch einen abhauen, die wollte nicht, wie ich wollte, aber das klappt so schon. So, ab in der Heißluftfritteuse, jetzt kommt es in die Airfryer rein, da sind sie schon drinne. Zu und den Airfryer neu einschalten, auf Funktion Airfryer einstellen, 180 Grad, 10 Minuten, Start. Und nach den 10 Minuten habe ich die geöffnet, die Würstchen reingetan und habe dann nachher nochmal 10 Minuten eingestellt mit den Würstchen. Ja, inzwischen ist meine Currywurstsoße auch soweit fertig und ich habe mir jetzt hier von meinem Mixer den Untersetzer geholt und da fülle ich jetzt die Masse rein, damit ich dann nachher das Ganze damit gut klein häckseln kann, denn so die Masse selber ist von den Stücken doch noch etwas groß. Wenn du es groß mögst oder magst, dann kannst du das so lassen, aber ich habe das jetzt hier umgefüllt in den Häcksler rein und habe da jetzt das dann klein gemacht und ich sehe, ich habe wieder mal die Zeitlupe erwischt. Ich muss, glaube ich, die doppelte Brille aufsetzen. Naja, aber das spule ich ja eh wieder schnell vor, dass ihr da nicht zugucken müsst. So, mein kleiner Turbo darf jetzt für mich hier arbeiten und der ist jetzt fertig. Und jetzt schauen wir uns mal an von der Konsistenz, wie die Masse ist. Ja, das passt, das ist genau richtig. So kann das jetzt entsprechend bleiben. So, dann schauen wir mal, die Würstchen sind fertig. Ja, das passt genau. Die sehen gut aus. Wie gesagt, das sind nicht die Original, die ich eigentlich für die Berliner nehmen muss, aber es hat auch super geklappt. Da habe ich noch eine andere gebraucht, die habe ich noch mal kurz zurückgesteckt, die brauchen noch ein klein bisschen. Die habe ich mit den Pommes noch mal ein paar Minütchen gelassen, aber die Pommes waren eigentlich so gut auch. Schon so gut wie fertig. Also 2 Minuten habe ich noch mal nachgestellt. Dann jetzt schneide ich meine Würstchen zurecht, wie ich sie für die Currywurst dann entsprechend auch brauche. Bei der Currywurst hat mir immer die Würstchen in so Stücke geschnitten und dann kommt die Soße noch oben drüber mit meinem Currypulver. Aber wir haben es jetzt gleich auch geschafft. Das war wohl nicht so mein Tag heute. Ich habe wieder die Zeitlupe erwischt und den Anfang hatte ich dann auch ganz vergessen, weil ich die Kamera wieder umstellen wollte. Also ich habe die geschnittenen Würstchen da jetzt drunter liegen, habe die Tomatensoße oben drüber, also die, was heißt Tomatensoße, die Currysoße und habe jetzt noch Curry oben drüber. Und jetzt kommen meine Pommes noch dazu und mein Essen ist dann fertig. Ja, also die Soße hat richtig lecker geschmeckt mit den Pommes dazu. Meinem Mann hat es auch gemundet. Ja, ich hatte auch versucht, ihn etwas zu entlocken. Da möchte ich mal kurz rein. Es schmeckt sehr gut. Danke dir. So, ich hatte ja von der Currywurstsoße oder von der Currysoße extra mehr gemacht, damit ich noch was aufheben kann und in den Kühlschrank packen kann oder auch einfrieren kann. Und da habe ich jetzt hier meine Schälchen, die sind recht praktisch. Damit kann ich das jetzt auch gleich verschließen. Deckel oben drauf und kann das so in den Kühlschrank stellen. Und diese Glasschalen sind so klasse, dass ich die auch wieder nehmen kann und kann die aus dem Kühlschrank direkt in meinen Airfryer wieder reinpacken und gleich weiterverwenden. Also die Currywurst Berliner Art hat richtig lecker geschmeckt. Sie war einfach zu machen und mein Herd nichts verspritzt, alles. Und das ist das, was ich an der Heißluftfritteuse so sehr liebe.